Yay, weiter geht's. Hui. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. We needed a puzzle that would demonstrate the different effects that the fizzler has on the game. This map was consistently the one that most of our playtesters would get stuck on, and we tried various things to make the puzzle easier to understand. Originally, this room had 2 fizzlers in it and was divided up into 3 distinct areas. This proved to be too complicated and almost none of our playtesters could solve the puzzle. We removed the second fizzler and simplified the layout of the room quite a bit, but most of our playtesters were still getting stuck on it. We identified the problem to be the space above the fizzler. Originally, the space was completely open, but that didn't effectively convey to the players that they needed to shoot a portal above the fizzler. We then tried putting glass with several holes in it above the fizzler. This was slightly more effective as players would know that the holes are there for a purpose, and would try to solve the puzzle by shooting portals through the holes. The map was still not testing well though, as players could not figure out which side of the fizzler they needed to be on when they shot their portals. We then changed it to have only a single hole through the glass, moved down to the eye level of the player, so that shooting the portal from either side of the fizzler would be a valid solution. This change tested really well, and we started seeing most of our playtesters make it through the level without getting stuck on it for a long time. Ja, jetzt haben wir aber den Dialog von GLaDOS verpasst. Wir hätten uns dann noch was ganz langsam erzählt. Wir stoßen uns gleich ins nächste Dialog. We originally planned to use the same emancipation grid effect we'd used in Portal 1. We were surprised to hear during several of our early playtests that players thought this map was the first time they'd encountered one. Players walk through at least one emancipation grid in almost every map. Playtesters also weren't able to report the grid's properties. That indicated to us that we needed to better communicate when an interaction was occurring. Our challenge was to create an effect that was more noticeable to players, but didn't look so solid or so threatening that players wouldn't attempt to walk through it. We chose to keep the cool color scheme and reinforce the non-threatening nature of the field by mimicking the kind of water caustics you'd find in a shallow swimming pool. To communicate that the grid blocks portal placement, we added flashes whenever the player shoots one. To warn players that the grid will destroy objects brought through it, we added a vortex effect that increases in intensity as objects get near. Once these changes went in, playtest feedback demonstrated that players noticed the emancipation grids earlier and had a much better understanding of their function. Okay. Schön. Ich hab nur ein Problem. Ach ja. Kriegen wir hier noch einen Cube. Nicht verpeilt. Okay, ich habe das richtige Portal geschossen. Und geht's weiter. GLaDOS? GLaDOS! Wo bist du? Du willst mich doch nicht unterbrechen beim Reden. Nein! GLaDOS. Jetzt sind wir schon im Kapitel 3. Das zweite Kapitel ist ziemlich langsam. Wheatley was originally envisioned as a group of spheres that you discover as you explore the facility behind the scenes. We ditched this idea for 2 reasons. For one thing, behind the scenes levels were required to highlight the introductions of these new spheres, and these levels have their own unique logic. The number of spheres we wanted would have made for far too many of these types of levels, resulting in a very unportal-like game. Also, we were spending so much time introducing these new characters, so we had no time to get to know any of them before they were swept off stage for the next one. Eventually we realized it would be a lot more satisfying to really get to know one sphere instead of briefly meeting 6. Some of these characters were eventually recycled as corrupt cores for the finale. Cool. Dann lass uns mal sprechen. Hey, mir geht's gut! Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Gut, versuch's jetzt. Glaubst es nicht, ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre meine... Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Will ich
Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er... Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Ja, ich finde die Szene auch geil. So fett, dass ich jetzt die Decke sinken muss, weil es so schwer ist. Wo war die Plattform auf? Weiter geht's. Jetzt werden wir erstmal von nicht so lästigen Dialogen verfolgt. Das Nervigste an diesem Teil ist, ich muss hier wieder runterspringen. Ich muss auf die Plattform. Springen hier drauf, was mir natürlich wieder nichts bringt, weil ich erst einen Knopf drücken muss. Springen hier wieder runter. Wieder drauf. Würfel. Springen wieder hier hin. Oh. Ganz knapp falsch gesprungen. Umlenkungsgedönswürfel. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler, ein fetter Adler. Ich bin nicht fett. Meine Knochen sind nur schwerer als andere Knochen. Okay, auf den nächsten Cover. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. The Faith Play was originally a robot arm model which we hurriedly placed into the maps to see if the gameplay was fun. Over time it became apparent that playtesters were struggling to tell the Faith Plate apart from the standard arm, so we replaced it with a new design. It was meant to be a simple, heavy weight which was flung upwards, propelling the player. The length is meant to imply a direction, so the player knows the intended flight path before they step onto it. We experimented with footmarks and tread plates on the design, but it quickly became confusingly busy, so we kept the design simple. Okay. Hallo. Info. Wo ist die? Ach. Fand ich nicht. Nee. Ach. Was anders. Oben nichts gibt, gibt's unten was. Wenn es auch nur der Tod ist. Okay. Ich kenne mich dann wohl mit dem Testcounter nicht mehr so gut aus wie früher. Was? Hä? Jetzt... Oh. Ich bin falsch geschossen. Ich bin zu dämlich, um gerade diesen Test zu machen. Na, ich hätte vielleicht doch ein bisschen höher schießen sollen. Okay. Damit haben wir Level 4. Dann machen wir Level Game. Machen wir Level 4. Damit wir weiter Level gehen können. Oh, ist viel weiter fliegen. Hui. Ich stehe hier nur. Ich warte auf nichts. Oh, ein Würfel. Geil. Ne, machen wir es anders. Nehmen wir den sicheren Weg. Auf jeden Fall mischen wir wieder hier, so, ja. Seht ihr?
Natürlich will ich das auch noch blockieren. Ah, schade, Max. Ja, geht's dir in Ordnung? Ich wollte dich nicht loslassen, aber beruh dich auf den Test Stadt. verstanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche.